Willkommen bei Military Miniatures Magazin. In dieser Ausgabe ersetzen wir ein beschädigtes Gaubenfenster im Stall- und Lagergebäude B276B von Faller im Maßstab H0 der Modellbahn. Der Vorbesitzer hat das Fensterglas aus klarem Polystyrol mit so viel Klebstoff eingestrichen, dass die Scheiben alle blind geworden sind. Eine Reparatur ist kaum möglich, also ersetzen wir das komplette Fenster der Gaube durch ein neues aus Polystyrol und Fliegengitter. Wir haben aus einem alten Blumentopf ein 24 x 8 mm großes Stück Polystyrol entnommen, aus dem wir den neuen Fensterrahmen herausschneiden wollen. Die 4 Fensteröffnungen ließen sich nur mit großer Mühe aus dem Rahmen heraustrennen und das Ergebnis sah überhaupt nicht überzeugend aus. Für unseren zweiten Versuch trennten wir die gesamte Fensterfront aus dem Rahmen heraus, weil der Rahmen so leichter zu bearbeiten ist. Der Fensterrahmen wird diagonal auf ein feinmaschiges Fliegennetz geklebt, und zwar so, dass exakt rautenförmige kleine Scheiben entstehen. Die beiden Bauteile halten wir dann mit Klammern zusammen, bis der Superkleber vollständig durchgetrocknet ist. Anschließend schneiden wir die überstehenden Ränder des Fliegengitters mit der Schere sauber am Rahmen ab. Die Stützen zwischen den 4 einzelnen Fenstern bauen wir aus einem 1 mm breiten Streifen Polystyrol. Die Länge der Stütze messen wir direkt im Fensterrahmen ab und zeichnen den Schnittpunkt ein. Anschließend setzen wir die Stütze probeweise ins Fenster ein, um die Passgenauigkeit zu prüfen. Ist die erste Stütze lang genug, können die beiden anderen Stützen genau daran angepasst werden.
Anschließend kleben wir die 3 Stützen vorsichtig in den Fensterrahmen ein. Wir beginnen mit dem Setzen der mittleren Stütze exakt mittig im Fensterrahmen. Mit den äußeren Stützen muss jeweils nur noch die verbleibende Fensterfläche halbiert werden. Anschließend sichern wir die Stützen am Rahmen mit einem weiteren 1 mm breiten Streifen Polystyrol. Diese Bauweise verleiht dem Fensterrahmen etwas mehr Tiefe und sorgt für sicheren Halt der Teile. Der Fensterrahmen wird durch das Aufdoppeln der schmalen Leisten immer stabiler und interessanter. Das benötigte 1 mm breite Polystyrol lässt sich per Augenmaß ganz einfach aus einem alten Blumentopf zuschneiden. Wir müssen es hier mit der Präzision nicht übertreiben, da es sich ja nur um alte Holzfenster handelt. Falls sehr viele Fenster dieses Typs benötigt würden, könnten wir eine Silikonform herstellen und die Fenster aus Hartgips gießen.
Nun sind noch die Lücken zwischen den Stützen mit Polystyrolstreifen zu füllen, damit der Fensterrahmen seine endgültige Form bekommt. Auch hier wird mit Augenmaß gearbeitet. Passt die Leiste nicht, kürzen wir sie ein wenig mehr und legen sie erneut an, bis die Länge stimmt. Diese Detailarbeit macht Spaß, wenn wir uns darauf einlassen. Der Weg ist das Ziel und wir vertrauen einfach darauf, dass sich die Mühe am Ende bestimmt auszahlen wird. Sollte zwischen den Rahmenteilen später hier und da eine kleine Lücke klaffen, sieht das Fenster womöglich noch authentischer aus. Holz arbeitet. Fenster können sich im Laufe der Jahre verziehen, sie dürfen also durchaus etwas weniger als perfekt aussehen. Es spart im Übrigen wertvolle Zeit, dass wir die klitzekleinen Bauteile vorsichtig mit der Messerspitze aufnehmen, statt bei jedem Arbeitsschritt zwischen Messer und Pinzette wechseln zu müssen. Nachdem der Klebstoff ausreichend durchgetrocknet ist, können wir die Ränder des Fensterrahmens ganz vorsichtig anschleifen. Dazu lassen wir das Fenster mit ganz wenig Druck und in Form einer 8 über 240er Schleifpapier gleiten. Die Schleifbewegung in Form einer 8 sorgt dafür, dass die Kanten gerade bleiben, statt abgerundet zu werden. Anschließend kann unser schönes neues Fenster in die Gaube des Gebäudes eingeklebt werden. Die kleinen rautenförmigen Scheiben sehen schon ohne Fensterglas ziemlich realistisch aus. Die Rauten können auch mit Holzleim überstrichen werden, der nach dem Trocknen wie altes Fensterglas aussieht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht auf Wiedersehen beim nächsten Tutorial.